Je mehr Menschen auch sensibilisiert sind, was Barrieren alles sein können, umso mehr gehen wir auf den Weg, dass wir sie nach und nach abbauen können. Die typischen Fehler von Normalos werden halt durch unsere Gesellschaft kompensiert, aber die typischen Fehler von Autis und ADHS dann eben viel weniger. Der Begriff Beeinträchtigung wird auch oft synonym verwendet mit Behinderung. Ich glaube auch, Barrierefreiheit ist jetzt nicht nur das Bauen, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, wie leben wir eben auch mit unseren Gebäuden. Wie trägt Biomedizintechnik denn zur Barrierefreiheit bei? Sehr viel. Wir kennen ja auch zum Beispiel die Prothesen oder auch Prothesen, Hörgeräte zum Beispiel oder auch Sehhilfen. Wir müssen eigentlich darüber nachdenken, ob wir nicht komplett neue Formate brauchen. Also alle Texte, die mit Menschen zu tun haben, müssen auf dem Prüfstand. Solche Rillen und Noppen wie hier am Boden des Hörsaalzentrums der TU Dresden sind den meisten vermutlich schon mal aufgefallen. Wie wichtig Bodenleitsysteme für sehbehinderte Menschen sind, habe ich erst so richtig vor kurzem durch ein TikTok gelernt. Leitsysteme sind nur eine von vielen Möglichkeiten, mehr Barrierefreiheit zu schaffen. In dieser guten Frage wollen wir darüber sprechen, wie wir Barrieren im Alltag abbauen können. Dabei konzentrieren wir uns aber nicht nur auf physische Hindernisse. Wir fragen uns auch, wie Sprache für alle verständlicher werden kann und beschäftigen uns mit den Herausforderungen für neurodivergente Menschen. Um über Barrierefreiheit reden zu können, müssen wir uns erstmal bewusst machen, welche Beeinträchtigungen es überhaupt gibt. Dafür treffe ich mich jetzt mit Anna Drum. Sie ist Koordinatorin für Inklusion an der TU Dresden. Wir sind jetzt hier im Innenhof des Fritz-Förster-Baus. Es ist strahlend blauer Himmel und wir sitzen hier auf einer grünen Wiese und ich bin jetzt hier mit Anna Drum. Anna, magst du dich vielleicht mal beschreiben für die, die dich nicht sehen können? Ja, sehr gerne. Ich bin Anna. Wenn ich mich beschreiben soll, dann ist immer das, was am schnellsten auffällt, dass ich relativ klein bin. Ich habe kurze Arme, kurze Beine. Mein Rumpf ist relativ normal, sodass wir fast von der Sitzhöhe auf gleicher Höhe sitzen. Ich trage zurzeit eine dunkelblaue Hose, dunkelblaue Strickjacke und ein blaues T-Shirt, habe im Haar ein rotes Haarband. Anna, welche Arten von Beeinträchtigungen gibt es denn? Der Begriff Beeinträchtigung wird auch oft synonym verwendet mit Behinderung. In beiden Fällen geht es eigentlich erstmal darum zu schauen, warum Menschen auf gewisse Schwierigkeiten in ihrem Alltag stoßen können, weil sie sich aufgrund ihrer körperlichen Situation, ihren körperlichen Bedingungen gar nicht immer so gut bewegen können. Man macht es aber manchmal eine Unterscheidung, dass man sagt, naja, eine Behinderung ist eher so ein bisschen durch die Umwelt, dass mich etwas behindert. Und die Beeinträchtigung ist oft eben was auf einer körperlichen Ebene, wie gesagt, entweder nicht laufen kann, sich nicht so gut bewegen kann aufgrund von Lähmungen, von fehlender Gliedmaßen oder, das sage ich mal, Arme oder Beine sind deutlich kürzer oder ein Bein ist länger als das andere. Das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Körperhaltung, auch die Bewegungen im Alltag und wie wir uns zurechtfinden. Man unterscheidet dann vielleicht noch, dass sensorische Beeinträchtigungen vorliegen können, dass jemand nicht gut sehen kann oder sogar blind ist. Genauso auf der akustischen Ebene schlecht hören kann oder sogar taub ist. Gibt es denn auf physischer Ebene noch Sachen, an die man vielleicht gar nicht so denkt? Oft denkt man ja an Treppen zuerst. Naja, ich glaube, die physischen Barrieren, die fallen eigentlich am schnellsten ein, weil sie oft eben auch sehr, sehr offensichtlich sind und so sichtbar sind. Generell in der Stadt ist eine Altstadt mit sehr vielen alten Gebäuden, wo das Konzept von Barrierefreiheit noch gar nicht wirklich damals in früheren Zeiten mitgedacht wurde. Und das kann für eine Person im Rollstuhl wirklich eine Herausforderung sein. 2021 leben in Deutschland etwa 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Mehr als 2/3 davon haben einen Grad der Behinderung zwischen 50 und 100 und gelten damit als schwerbehindert. Das Inklusionsbarometer von Aktion Mensch zeigt, dass sich die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt in den letzten Jahren verbessert hat. Ein Wert über 100 bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Dafür werden eine Vielzahl von Indikatoren in die Beurteilung einbezogen. Einer davon ist die Arbeitslosenquote. Die ist bei Menschen mit Behinderung von 11,5% im Jahr 2022 auf 10,8% im Jahr 2023 gesunken. Die Erwerbsquote dagegen ist in diesem Zeitraum von 44,4% auf 48,4% gestiegen.
Im Alltag gibt es aber noch viele Barrieren, die für Einschränkungen sorgen. Für etwa 1/3 der behinderten Menschen stellen Stufen, Treppen oder schlechter Straßenbelag die größten Hindernisse dar. Auf welchen Gebieten der Barrierefreiheit muss denn noch was getan werden? Man sagt immer einfach, natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube aber, das Hauptanliegen ist, dass wir ein Verständnis für Barrieren erstmal bekommen. Und je mehr Menschen auch sensibilisiert sind, was Barrieren alles sein können, umso mehr, glaube ich, kommen wir auf den Weg, dass wir sie nach und nach abbauen können. Wir sitzen hier auf diesen Hockern, die du rausgesucht hast für das Interview. Kannst du mal erklären, was du so gut an denen findest? Ich mag sie deswegen so gerne, weil sie auf vielerlei Arten und Weisen verwendet werden können und für mich so ein bisschen Ausdruck sind von Inklusion. Wie gesagt, sie stehen, ich sag mal, an vielen Ecken des Campus. Das heißt, es gibt überall Sitzmöglichkeiten, sie sind variabel, sie sind doch recht leicht, man kann sie überall mit hinnehmen. Und was ich jetzt eben auch gemacht habe, ich habe ihn umgedreht. Das zeigt, man kann diesen Hocker auf vielerlei Arten und Weisen hinstellen und positionieren und eben auch unterschiedlich nutzen. Also du hast dich jetzt zum Beispiel auch auf eine andere Sitzhöhe gesetzt, was es für dich auch viel bequemer ist. Für mich ist es fast ein bisschen zu hoch, aber deswegen, ich kann den ganz schnell und einfach umdrehen und sitze dann eigentlich wieder recht bequem. Kann ihn aber auch sehr gut als Tritthocker benutzen, weil manchmal sind es einfach nur ein paar Zentimeter, die ich brauche, um irgendwo ranzukommen. Und ich finde es gut, dass halt auf dem Campus so viele Hocker einfach auch einladen. Man kann auch eben eine ganze Sitzgruppe bilden, man kann mehrere Hocker aufeinander stellen. Diese Art und Weise, wie man hier mitgedacht hat, sage ich mal, das ist für mich ein Ausdruck von Inklusion und eben auch Verbesserung der Barrierefreiheit. Auch beim Bauen spielt Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Oft denkt man dabei nur an Treppen. Es gibt aber eine Menge verschiedener Hürden, die Menschen daran hindern können, einen Ort zu erreichen. Welche das sind und wie Gebäude inklusiver gemacht werden können, das verrät mir jetzt gleich Professorin Gesine Marquardt von der Professur für Sozial- und Gesundheitsbauten. Wir befinden uns jetzt hier im Foyer des Fritz-Förster-Bau. Hier in der Mitte des Raumes sind 4 steinerne Säulen und hinter uns auf dem Boden ist das Leit- und Orientierungssystem. Und am Ende des Raumes haben wir eine ertastbare Orientierungstafel. Und Gesine, möchtest du dich jetzt mal beschreiben? Ja, mein Name ist Gesine, wie du gesagt hast, und ich habe halblange blonde Haare. Ich trage ein schwarzes Oberteil und eine beigefarbene Hose. Seit wann spielt denn barrierefreies Bauen überhaupt eine Rolle? Oh, ich denke, eine Rolle hat es irgendwie schon immer gespielt, insbesondere für die Leute, die darauf angewiesen sind. Es gab ja schon immer ältere Menschen, Menschen mit Behinderung. Aber so richtig verändert hat sich das eigentlich im letzten Jahrhundert, als es dann immer mehr Menschen gab, die ein höheres Lebensalter erreicht haben. Die medizinische Entwicklung hat dafür gesorgt, dass eben Leute immer länger leben. Und da kommen dann eben doch auch verschiedene Einschränkungen und Erkrankungen dazu. Auch im Bereich der Sinne, das kennen wir ja alle, man hört nicht mehr so gut, man sieht nicht mehr so gut im Alter. Und all das hat auch mit unserer gebauten Umwelt zu tun. Und damit nimmt es zunehmend auch jetzt an Fahrt auf, dass wir auch im Bestreben darum, eine inklusivere Gesellschaft zu werden, uns viel mehr um das barrierefreie Bauen auch kümmern. Vor welchen Herausforderungen steht denn barrierefreies Bauen? Ach, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. In der Architektur haben wir ja verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Und wir stehen ja hier, wie du gerade auch gesagt hast, in einem historischen Gebäude der TU Dresden. Und das ist unter Denkmalschutz. Und wir wollen das natürlich auch gerne so bewahren, wie es mal original gebaut worden ist. Und gleichzeitig wollen wir es eben auch für alle zugänglich machen, damit man eben auch mit einer Einschränkung gut hier studieren kann. Das ist ja auch ein Haus unserer Studierenden hier. Und das soll ja für alle zugänglich sein. Und da müssen wir eben schauen, wenn wir Bestand sanieren, dass wir die Anforderungen, die aus Denkmalschutz, aus Bewahrung unserer Baukultur und eben der Barrierefreiheit dann miteinander gut in Einklang kommen. Ja, und dann muss es auch immer berücksichtigt werden. Es entstehen auch Kosten damit, die vielleicht höher sind, als sie sonst wären. Wobei ich dazu sagen kann, die sind nie so hoch, wie es vielleicht auch manchmal befürchtet wird. Was können denn so Barrieren sein, an die man jetzt vielleicht nicht sofort denkt? Also ich denke, woran viele jetzt schon
schnell denken, das merke ich auch an unseren Studierenden, die so ins erste Semester ins Studium kommen, denen ist das schon klar, dass Stufen an einem Zugang zum Gebäude eine Herausforderung sind. Für jemand, der einen Rollator dabei hat, für jemand, der vielleicht auch einen Kinderwagen dabei hat. Also es sind ja Barrieren für unterschiedlichste Nutzergruppen. Woran weniger gedacht wird und was man dann auch oft in Planung merkt, wie ist es denn für zum Beispiel seheingeschränkte Menschen, dass die sich gut zurechtfinden können. Leit- und Orientierungssysteme, wie wir sie hier sehen, sind eben doch noch nicht so sehr etabliert überall. Also das sind doch viel stärkere Barrieren, die wir haben. Und dann gibt es natürlich auch noch Gruppen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Jemand mit Autismus, jemand, der schnell eine Reizüberflutung bekommt. Wo kann ich mich in so einem Gebäude wie einer Uni oder in einem großen öffentlichen Gebäude auch mal ein bisschen zurückziehen? Wo kann ich erst mal auch wieder einen Moment haben, wo ich durchatme, bevor ich dann wieder in den Trubel hineingehe? Was kann denn in Zukunft getan werden, um mehr Barrierefreiheit zu schaffen? Na, das liegt zum einen natürlich bei uns Planenden, dass wir da das Bewusstsein in alle Ebenen weiterentwickeln, aber es liegt natürlich auch an denen, die Aufträge geben. Und ich glaube auch, Barrierefreiheit ist jetzt nicht nur das Bauen, auch wenn das natürlich so mein Thema ist, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, wie leben wir das Ganze, wie leben wir eben auch mit unseren Gebäuden, wie denke ich daran, wenn ich irgendwo mein Büro habe und da vielleicht noch nicht so ein schönes Leit- und Orientierungssystem ist, dass ich vielleicht wenigstens ein paar Maßnahmen mache, dass ich besser aufzufinden bin, hänge ich ein Schild noch mal raus, mache ich das kontrastreich genug, dass das jemand gut sehen kann, mache ich es vielleicht zweisprachig, dass es eben nicht nur ein deutsch ein komplizierter Name dran steht, sondern schreibe ich das auch in Englisch hin. Ich denke auch vielleicht Studierende, wir haben unsere Hörsäle und viele von denen sind eben so, wie sie sind, mit festem Hörsaalgestühl, was eben schon vor vielen Jahren gebaut wurde. Und jetzt habe ich vielleicht einen Hörsaal und vorne fährt eine Studentin mit einem Rollstuhl rein und die steht nun vor allen Reihen und sitzt dort alleine. Das macht die nicht gern, ne? Das ist für die ja jetzt nicht eine schöne Vorlesung dann. Vielleicht denke ich da mal drüber nach, ob ich mir aus irgendeinem Büro einen Stuhl hole und mich dazusetzen kann. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Maßnahme, dass wir auch im Alltag Barrierefreiheit denken. Ja, wir können uns ja das Leit- und Orientierungssystem mal miteinander anschauen. Gerne. Wie wir sehen, besteht das aus Rillen und aus Noppenplatten. Also wenn ich hier bei diesem Aufmerksamkeitsfeld merke, oh, hier ist jetzt etwas, kann ich dann nach hier abzweigen und merke dann hier anhand dieser Rippenplatten, dass es hier wohin führt und den folge ich dann entlang. Und dann komme ich hier, wo ich dann merke, hier passiert wieder etwas Neues, komme ich dann hier zu dem Leit- und Orientierungssystem. Ich habe hier diese kleinen Pünktchen, das ist die sogenannte Brailleschrift, das ist sogenannte auch Pyramidenschrift, also wo das so ein Profil ist, wo man dann die einzelnen Buchstaben nachfahren kann. Und man muss auch gar nicht komplett blind sein, um das eben auch gut nutzen zu können, sondern es hat eben auch noch Kontraste. Also mit so einer Restsehfähigkeit werde ich auch noch recht gut unterstützt, dann sehen zu können, wo ich denn hingehen möchte. Barrieren gibt es nicht nur an Orten. Manchmal ist es auch schwierig, Wissen und Informationen zu bekommen. Wenn Sprache kompliziert ist, wird sie zur Barriere. Kann man Sprache nicht auch einfacher machen? Bei dieser Frage hilft mir jetzt Professor Alexander Lasch. Er ist Sprachwissenschaftler und beschäftigt sich mit einfacher Sprache. Also wir sind jetzt hier im Hygienemuseum in einer Ausstellung und wir sitzen gerade auf einem Modell des Hygienemuseums. Und Alexander, möchtest du dich vielleicht mal kurz beschreiben? Ja, mein Name ist Alexander. Ich bin, würde ich sagen, mittelgroß, mittelschwer, mittelalt und ganz in blau gekleidet. Wir wollen ja heute ein bisschen über leichte Sprache oder einfache Sprache sprechen. Was genau ist denn leichte bzw. einfache Sprache? Leichte Sprache oder einfache Sprache ist ein Label für ein Projekt, nämlich eine einfach verständliche Form von Sprache, in der es darum geht, sehr vielen Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe an öffentlichem Leben zu geben. Also die Möglichkeit, sich selbst Informationen zu beschaffen, sodass sie ohne Assistenz, ohne Hilfe zum Beispiel durch eine Ausstellung gehen können oder zum Beispiel ein Formular ausfüllen können oder einfach einen Weg finden, wenn sie sich von A nach B in einer Stadt bewegen. Was ist denn das Besondere an leichter oder auch einfacher Sprache? Also wodurch zeichnet sie sich aus? Ja, zunächst muss man ein bisschen schauen, wer die Zielgruppe eigentlich ist für leichte oder einfache Sprache. Und das reicht von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung über Menschen, die funktionale Analphabeten sind, also die nie richtig lesen und schreiben
gelernt haben, bis dahin, dass man sagt, allgemein hilft es allen Menschen, die sich schnell und einfach Informationen beschaffen wollen. Gibt es da nochmal einen Unterschied zwischen einfacher und leichter Sprache? Ja. Wie genau ist der? Also es ist so, dass die leichte Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass die Reglementierungen sehr, sehr streng sind. Also zum Beispiel darf man in einem Text keine Synonyme benutzen für denselben Gegenstand. Ich müsste also immer sagen, dieses Museum hat am Dienstag geöffnet, dieses Museum hat am Sonntag nicht geöffnet. Und dadurch entstehen in Texten bestimmte Redundanzen, was so Stigmatisierungspotenziale mitbringt. Die einfache Sprache versucht was anderes. Die versucht, Texte zu produzieren, die aufgrund bestimmter Mechanismen und Strukturen verständlicher sind als die Texte, die wir uns eingeübt haben, die eben einen anderen Anspruch haben, ein anderes Publikum und zum Beispiel als so typische Schachtelsätze bezeichnet werden oder mit einem sehr hohen Fremdwortanteil oder mit sehr vielen Passivkonstruktionen arbeiten, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und genau diese Strukturen versucht einfache Sprache zu vermeiden, aber eben nicht im Sinne eines Gebots, sondern man soll es bei Bedarf reduzieren und vor allen Dingen soll man den Text als ästhetischen Text erhalten. Also es soll Spaß machen, den Text zu lesen. Und wenn ich eben das durch zu viele Redundanzen oder eine zu starke Reduktion so verzichtbar mache, liest ihn niemand. Ja, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Du hast jetzt auch schon ein paar Sachen erwähnt, Museen zum Beispiel. Ja. Wo findet denn leichte oder einfache Sprache überall Anwendung? Ich hoffe überall, denn sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. Und der Anspruch ist einklagbar mittlerweile. Also so einfach kommt eine öffentliche Institution um verständliche Texte nicht mehr herum. Es gibt barrierefreie Audioguides, die versuchen in einer einfachen Form zu kommunizieren. Es gibt Displays, es gibt Beschreibungstexte, Objekttexte in leichter Sprache oder einfacher Sprache. Mein Gefühl ist, und das bestätigen auch die Zusammenarbeit mit Museen, dass Menschen gern die kürzeren, einfach verständlicheren Texte lesen, auch wenn sie durchaus in der Lage sind, diese Kuratorinnen-Texte kognitiv zu erfassen. Und wir haben ganz unterschiedliche Adressatinnen, die davon profitieren. Also Kinder, Jugendliche, Menschen, die nicht so viel Zeit haben. Und glücklicherweise öffnen sich immer mehr Museen genau dieser Art und Weise der Präsentation ihrer Inhalte. Und ich glaube, Museen tun gut daran, und das machen sie auch, und das Hygienemuseum sowieso, dass man versucht, dieses Museum als den dritten Ort zu etablieren. Und dazu gehört eben auch, dass man versteht, was hier eigentlich gemacht wird. Und das ist im Moment gerade der Platz, wo leichte oder einfache Sprache auch ein Museum zu einem Teilhabeort werden lässt. Und das ist eigentlich das, was die Museen sich wünschen. Du hast auch gerade schon juristische Texte und Formulare angesprochen. Was kann da noch, also was muss da vielleicht auch noch gemacht werden? Wir haben uns in der Verwaltungstradition seit dem 19. Jahrhundert eingeübt, dass wir versuchen, jeden erdenklichen Fall durch Formulare abzuregeln. Das Stichwort heißt hier auch bürgernahe Sprache, also dass auch Bürgerinnen die Prozessabläufe verstehen können müssen. Wir haben im Vorfeld über den BAföG-Antrag gesprochen. Und die Frage, die man sich stellen muss oder die sich Behörden stellen sollten, ist das notwendig? Muss ich das wissen? Wenn jemand eine Wohnung mietet, welche Informationen brauche ich von dieser Person? Muss ich bis in die dritte Nachkommastelle das Einkommen aus den letzten 72 Monaten nachweisen? Oder reicht mir, dass ich weiß, er hat einen Namen, er hat eine Adresse, er hat eine Passnummer und ich weiß, dass er irgendwie die Wohnung auch bezahlen kann? Reicht das nicht? Und wir müssen eigentlich darüber nachdenken, ob wir nicht komplett neue Formate brauchen. Also alle Texte, die mit Menschen zu tun haben, müssen da auf dem Prüfstand. Formulare, ja, Rechtsberatungen. Das haben wir sehr, sehr häufig, zum Beispiel Aufklärungsbögen vor Operationen. Und das Einzige, was da passiert, ist, dass sich jemand rechtlich absichert, dass irgendjemand im Zweifelsfall dort unterschrieben hat. Ist es das wert? Ja, also ich würde sagen, nein. Und jedes Mal, wenn man das nicht verstanden hat, hat man heute das gute Recht zu sagen, erklär es mir. Also ich würde zum BAföG-Amt hingehen und sagen, erklärt mir euren Antrag. Erklären, so lange, bis ich den verstanden habe. Und du hättest den Rechtsanspruch darauf. Jeder profitiert in dem Zusammenhang von verständlicheren Formen der Kommunikation. Sie machen das Leben leichter. Unübersichtliche Strukturen, die komplizierte Stundenplanerstellung und viele verschiedene Portale. Das alles kann für autistische Studierende oder Studierende mit Aufmerksamkeitsdefiziten zur Barriere werden. Was Universitäten in diesem Bereich besser machen können, das verrät mir jetzt Lars Bönch. Lars ist Projektkoordination von Neurodivergent at TU Dresden. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Campus und wir sitzen hier auf einer Mauer unter Bäumen. Und Lars, möchtest du dich kurz beschreiben?
Ich habe lange Haare, trage heute ein Shirt in einem modernen Design, auf dem ein kleiner Hase in einer Seifenblase zu erkennen ist, und trage viele Festivalarmbändchen. Was genau ist denn Neurodiversität und welche Herausforderungen bringt das mit sich? Neurodiversität ist das Konzept, dass Menschen sich in ihrer neurologischen Entwicklung unterscheiden und dass man das noch nicht unbedingt immer pathologisch betrachten muss. Das heißt also, Erscheinungen wie Autismus, ADHS oder auch Dyslexie werden eben nicht als persönliches Defizit von Menschen betrachtet, sondern einfach als Unterschied in der Entwicklung. Autismus wäre also nach dieser Definition keine Behinderung? Naja, Autismus ist halt erstmal ein Label, das halt einen bestimmten Support- oder Therapiebedarf definiert. Und prinzipiell erleben diese Menschen ja trotzdem noch im Alltag Behinderungen, weil sie eben in einer Gesellschaft leben, die andere Denkmuster, andere Bedürfnisse und eben auch andere typische Fehler hat. Und die typischen Fehler von Normalos werden halt durch unsere Gesellschaft kompensiert, aber die typischen Fehler von Autis und ADHS dann eben viel weniger. Und deswegen können diese Menschen ihr teilweise auch sehr großes Potenzial, was sie haben, eben viel, viel weniger ausleben. Und wenn da eine Uni keine gute Barrierefreiheit anbietet, macht sie sich sehr viel Potenzial kaputt. Jetzt hast du ja gerade schon die Unis ein bisschen angesprochen. Welche Bedingungen brauchen denn neurodivergente Studierende und was können Unis da verbessern? Also es gibt ein paar sehr einfache Antworten, zum Beispiel Struktur, Struktur, Struktur. Sowas wie Übersichtlichkeit über Module, Einschreibungen, elektronischen Stundenplan, wo alle Veranstaltungen, die man sich eingetragen hat, automatisch reinkommen. Das sind sehr, sehr einfache organisatorische Maßnahmen, die eine Uni ergreifen kann, um barrierefreier zu werden. Aber es gehört also noch viel mehr dazu. Zum Beispiel multimodales Lernen. Es gibt Menschen, die lernen am besten, wenn sie alles zu Hause in Ruhe nacharbeiten können. Und es gibt andere Menschen, die auch neurodivergent sind, die eben kaum außerhalb von Vorlesungen gut lernen können. Und da einfach viele, viele Wege zum Ziel einzubauen mit verschiedenen Modulen, die unterschiedliche didaktische Konzepte haben und eben auch verschiedenen Prüfungsleistungen, damit eben Menschen ihre individuellen Stärken zur Geltung bringen können, ist halt wirklich richtig zentral. Wäre es dann noch sinnvoller, Sachen zentraler zu strukturieren, also jetzt nicht 4 verschiedene Portale beispielsweise zu haben? Also ich sehe durchaus diese Verstückelung von den ganzen Lehrportalen, die es in der TU Dresden gibt, eher sehr kritisch. Vor allem auch, weil Studierende, die in so Lehrgängen wie Lehramt sind, ja alle gleichzeitig benutzen müssen. Und das ist eine wahnsinnige Zusatzbelastung. Und das ist auch eine Sache, die gerne übersehen wird bei psychischen Störungen und chronischen Erkrankungen. Mit einer Behinderung zu studieren, ist ein riesiger extra Aufwand. Das ist eine zusätzliche Belastung und deswegen kann man von diesen Studierenden eben weniger Kompensationsleistungen erwarten als von Studierenden, die eben ohne Behinderung studieren. Und da fehlt an vielen Ecken einfach Sensibilisierung dafür. Allerdings, vor allem was multimodales Lernen angeht, hat natürlich eine größere Uni mehr Möglichkeiten, verschiedene Lernangebote anzubieten. An der TU Dresden wird neben Barrierefreiheit auch daran geforscht, eingeschränkte Fähigkeiten von Menschen wiederherzustellen. Die Biomedizintechnik arbeitet daran, organische Gewebe wie Muskelfasern oder Trommelfelle nachzubauen. Mehr darüber will ich jetzt erfahren von Doktorin Dilba Aybibu vom Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik. Wir befinden uns jetzt hier gerade in einem Reihenraum. Hier stehen sehr viele große Geräte herum und ich bin jetzt hier mit Dilba Aybibu. Möchtest du dich vielleicht kurz beschreiben? Ja, da wir uns auch im Reinraum befinden, habe ich mich jetzt eine Reinraumkittel angezogen. Genau, und trage ich auch noch eine Reinraumüberschuhe, die antistatisch auch wirken sollen und davon Schmutz abweisen. Dilba, was ist denn Biomedizintechnik? Biomedizintechnik, der beinhaltet wirklich tatsächlich auch eine sehr, sehr, sehr große Bereiche. Fangen wir auch ganz klein an. Also dazu gehören auch die Temperaturmessgeräte zum Beispiel, die man auch bei den Kindern in den Ohren messen kann oder auch am Stirn messen kann, bis zu den großen Geräten wie MRT, CT, das gehört auch dazu. Dazwischen befinden sich natürlich auch sehr viel kleinere Stufen. Eins davon ist dann halt auch Implantate, das auch ein Fokus von unserer Forschung ist. Implantate heißt das, was jetzt eine verletzte Körperteil zu ersetzen oder eben den halt auch zu unterstützen.
Wie trägt Biomedizintechnik denn zur Barrierefreiheit bei? Sehr viel. Wir kennen ja auch zum Beispiel die Prothesen oder auch Orthesen, Hörgeräte zum Beispiel oder auch Sehhilfen. Vor allem auch, wenn wir jetzt über Prothesen und Implantate sprechen. Ich konzentriere mich jetzt auf faserbasierte Biomedizintechnik. Zum Beispiel, wir entwickeln im Institut Trommelfellimplantate, dass die Menschen auch helfen kann, ihre Hörvermögen zu steigern. Oder eben halt auch innovative Fasermaterialien, die später vielleicht auch als Muskelfaser dienen sollen und dann auch bei der Muskelschwäche helfen kann. Oder eben auch als leichte Prothesen den Patienten helfen können. Ja. Warum forscht ihr denn an Muskelfasern? Durch die Krankheiten oder durch Verletzungen entstehen ja die Amputationen von Gliedmaßen. Ja? Und es gibt ja auch Hilfen, zum Beispiel eine Art von Prothesen, die vielleicht per se als kosmetisch dienen. Und dann gibt es auch Prothesen, die tatsächlich auch den Patienten helfen, bestimmte Bewegungen zu realisieren. Allerdings sind auch diese Prothesen halt auch von der Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wenn die dann halt mehr Bewegungen ausüben müssen, quasi, also dass man gleichzeitig greift und biegt und was man im Alltag braucht man tatsächlich sehr, sehr große Masse, weil die dann normalerweise heutzutage elektrisch betriebene Motoren sozusagen realisiert werden. Je mehr Motoren und weitere Komponenten, dadurch wird es sehr schwer. Die Patienten können nicht damit umgehen. Deshalb beschränkt sich auch diese Prothesen auf sozusagen wenige Bewegungen. Dadurch ist dann halt auch der Lebensstandard auch reduziert. Und wir hoffen, dass durch die Forschung mit den elastomeren Fasern und diese Diskrepanzen zu überwinden. Hier geht es um die massebezogenen Leistungen. Also man kann auch mit sehr, sehr dünnen Fasern viele Leistungen erbringen und die flüssig-kristalline Elastomere, die können sozusagen als Aktoreigenschaft dienen und die Fasern, ganz dünne Fasern, können auch Leistungen aufnehmen. Das ist auch unser Ziel, viele Bewegungen zu ermöglichen und dann auch der andere Ziel ist das auch, die Kontraktionszeit zu verkürzen, dass das Bewegungen nicht so langsam geschieht, sondern auch schnell, wie es wir gerne auch wollen. Barrierefreiheit ist eine Herausforderung, die fast alle Bereiche unserer Gesellschaft betrifft. Obwohl das Bewusstsein dafür in den letzten Jahren gestiegen zu sein scheint, gibt es immer noch viele Gebiete, auf denen wir Barrieren abbauen können. Durch Barrierefreiheit wird Teilhabe ermöglicht und im Endeffekt kommt sie allen zugute. Von der Verwendung einfacher Sprache profitiert nicht nur deren Zielgruppe. In inklusiveren Gebäuden können sich alle willkommen fühlen und vereinfachte Strukturen nützen nicht nur neurodivergenten Menschen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Hier oben kommt ihr zu meiner persönlichen Lieblingsgute-Frage zum Thema Zucker und hier unten findet ihr ein weiteres Video von unserem Kanal.